Das ist ja jetzt erstmal eine Unterstellung in der Frage. Ich bewerte die Dinge anders. Also wirklich? Das ist kein Wortbruch? Genau, ich würde das anders sehen. Nochmal ganz kurz, das ist kein Wortbruch? Das ist Wortbruch mit Ansage gewesen. Die Union wusste, dass sie die 100 Milliarden Steuergeschenke, die sie im Wahlprogramm stehen hatte, dagegen waren die Sozialdemokraten und die Grünen grundsolide, dass sie die nicht finanzieren kann. Also hier zuspitzt und auch ein bisschen die Dinge aus meiner Sicht dreht, ist legitim und gehört zum Geschäft dazu. Aber ich würde trotzdem gerne inhaltlich die Frage beantworten. Dass die Lage sich verändert hat, das ist eben so. Welche Lage hat sich genau verändert? Die militärische Lage. Wir müssen im Verteidigungshaushalt, Das ist doch jetzt hier wirklich Wortklauberei. Herzlich willkommen, Frau Quattek, bei Schönreden TV. Oder wo sind wir hier gerade? Leute, haltet euch fest, es wird wieder absurd. Karl Lauterbach, der größte Wendehals der Politik. Egal wer Kanzler ist, er redet ihm nach dem Mund. Jetzt übernimmt er plötzlich die Märzlinie, verteidigt einen Wortbruch und tut so, als wäre alles normal. Aber selbst Lanz kauft ihm das nicht ab. Und als sogar Jürgen Trittin anfängt zu lachen, ist klar, das ist nur noch peinlich. Dieses Schauspiel müsst ihr sehen. Also liken, abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr von Lauterbach Dauerschwenkerei haltet. Auf geht's! So, noch schönes verlegenes Kratzen am Ohr, als er sagt, dass es in weiten Teilen das Programm der Grünen ist, das er da gerade verkauft. Und wir wollen ihn fragen, wie er das wahrnimmt, was da gerade passiert. Also einerseits um Zustimmung für grüne Politik zu bitten. Ich sehe gerade das Gesicht von Jürgen Trittin, der schon amüsiert ist. Andererseits direkt am nächsten Tag über sie zu lästern, siehe Söder. Und seine SPD mittendrin. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Herr Trittin, damit Lauterbach es nicht so schwer hat, vielleicht die erste Frage an Sie, kann er sich noch ein bisschen entspannen. Was haben Sie gedacht, als Sie die ersten Ergebnisse dieser Sondierung gelesen haben? Franziska Brandner, Ihre Parteichefin, sagte, Schäuble würde sich im Grab umdrehen. Das kann man nur so unterschreiben. Und es mehren sich ja auch sowohl aus dem konservativen wie aus der wirtschaftswissenschaftlichen Seite diejenigen, die ihr da recht geben. Ich glaube, der Versuch ist gemacht worden, statt zusätzliche Investitionen zu mobilisieren, die wir brauchen im Bereich Sicherheit, die wir brauchen im Bereich Infrastruktur und Klimaschutz, sich einen Schattenhaushalt zu schaffen, wo man dann die Versprechungen des Koalitionsvertrages je nach Bedürftigkeit der Koalitionspartner verteilen kann. Und das geht halt nur, wenn man darauf rechnet, dass diesem Entwurf die Grünen zustimmen. Ja, aber darüber reden wir gleich im Einzelnen. Aber Sie als so erfahrener Parlamentarier, der Sie sind, der lange auch in der Regierungsverantwortung war, was ist das? Ist das sozusagen eigentlich in Wahrheit dann doch ganz klassisch CDU am Ende? Ich hatte Sie alle hier sitzen und ich weiß nicht, wie oft der Satz, die Schuldenbremse, das ist die DNA der CDU. Und Carsten Linnemann noch 2 Tage nach der Wahl hier sitzend auf dem Stuhl von Karl Lauterbach, bleibt denn die Schuldenbremse? Ja. Und dann noch mal nachgefragt, Antwort, ja, wir werden alles dafür tun, dass sie bleibt. Da wusste ich schon, die Tür ist sperrangelweit offen. Aber dass es so dicke kommt, war mir nicht klar. Für Sie schon? Das ist Wortbruch mit Ansage gewesen. Die Union wusste, dass sie die 100 Milliarden Steuergeschenke, die sie im Wahlprogramm stehen hatte, dagegen waren die Sozialdemokraten und die Grünen grundsolide, dass sie die nicht finanzieren kann. Und sie haben dann das gemacht, was viele Kanzler von der CDU vor ihr auch gemacht haben, nämlich im Zweifelsfall pragmatisch gehandelt. Der Kern der CDU ist nicht eine konservative Grundüberzeugung, Sie können das auch Ideologie nennen, sondern der Umstand, dass sie den Kanzler stellen müssen. Und das hat Friedrich Merz in der Wahlnacht begriffen und er hat sich entsprechend verhalten. Es ist klar, dieser Haushalt ist nicht nach den Wahlen, also dieses Wahlprogramm der CDU ist mit diesem Haushalt nicht zu vereinbaren. Man braucht einen Koalitionspartner, der einzig mögliche ist die SPD. Also muss man sich einigen und dann kommt eben sowas raus, Mütterrente, Pendlerpauschale und ähnliche Dinge. So, die ganzen Klassiker sozusagen. Will nicht unhöflich sein, Eva Quadbeck gleich fragen, sozusagen, wie die Einordnung geht. Aber erst vielleicht Karl Lauterbach als den Vertreter der Politik.
Wie geht's Ihnen damit, Herr Lauterbach, wenn man das so mitkriegt? Auch so ein erfahrener Parlamentarier wie Herr Trittin, der neben Ihnen sitzt, da wird sozusagen direkt nach der Wahl, und man ist ja noch nicht mal im Kanzleramt, wird das Wort gebrochen auf eine Art und Weise, wie ich es so lange nicht erinnere. Das ist ja jetzt erstmal eine Unterstellung in der Frage. Ich bewerte die Dinge anders. Also Wirklich? Das ist kein Wortbruch? Genau, ich würde das anders sehen. Nochmal ganz kurz, das ist kein Wortbruch? Aus meiner Sicht. Das ist auch keine politische Lüge. So wie es jetzt also von Friedrich Merz vorgetragen wurde, ist es kein Wortbruch, weil die Lage hat sich verändert. Wir haben eine Herr Lauterbach, ganz kurz. Wie würden Sie reden, wenn Friedrich Merz das mit Jürgen Trittin so gemacht hätte? Wenn Sie die Opposition wären und Trittin würde jetzt hier sitzen und sagen, wissen Sie, Allianz, die Lage hat sich verändert. Dass er jetzt verstehen Sie doch. Oppositionspolitiker also hier zuspitzt und auch ein bisschen also die Dinge aus meiner Sicht dreht, ist legitim und gehört zum Geschäft dazu. Aber ich würde trotzdem gerne inhaltlich die Frage beantworten. Merz hat ja gesagt, Friedrich Merz hat gesagt, die Lage hat sich komplett verändert. Wir müssen in der Verteidigung Summen in die Hand nehmen, die der Tatsache gerecht werden, dass in den Vereinigten Staaten tatsächlich diese Hilfe nicht mehr da ist. Aber glauben Sie das? Das glaube ich. Glauben Sie diesen Satz? Ja, ich glaube es tatsächlich. Der Satz, die Lage hat sich verändert, das ist ja das einzige Argument, das man jetzt noch hat. Also argumentativ. hat sich im November verändert, als Trump gewählt wurde. Ja, aber nochmal, dass die Lage sich verändert hat, das ist eben so. Welche Lage hat sich genau verändert? Die militärische Lage. Wir müssen im Verteidigungshaushalt massiv zusätzlich investieren. Hier geht es tatsächlich um hunderte Milliarden Euro. Und dass die nicht aus dem Haushalt mobilisiert werden können, damit hat Friedrich Merz recht. Und ich will noch einen Punkt sagen hier zu dem Volumen, diese 500 Milliarden, die wir jetzt für die Infrastruktur heransetzen. Übrigens zusätzlich, das ist das Geld, die Mütterrente und so weiter, alles unbenommen. Das sind relativ kleine Beträge gemessen an diesen 500 Milliarden, um die es hier insgesamt geht. Schüttelt schon mit dem Kopf. Nur den einen Punkt. Das war keine Erfindung der Grünen, sondern das haben wir ebenfalls im Wahlkampf gefordert. Das ist eine Forderung von Olaf Scholz. Und somit wird hier nicht von Friedrich Merz die Politik der Grünen gemacht. Bei allem Respekt, auch wenn ihr das gerne für euch reklamiert. Finde ich gut. Sondern das ist tatsächlich das SPD-Politik. Ja, und wir sind gut, dass wir das mal geklärt haben. Ja, die 500 Milliarden Investitionen für Infrastruktur, das sind Summen, für die wir angetreten sind. Nicht mit diesem Betrag, aber die Größenordnung war eigentlich immer die wir auch im Kopf haben. Somit ist es ein Kompromiss zwischen zwei Koalitionspartnern. Also ich halte jetzt noch mal fest, also Friedrich Merz hat nicht gelogen. Aus meiner Sicht nicht. Er hat so gesagt, dass die Lage sich verändert hat. Zweitens, die Lage hat sich verändert. Genau, die Lage hat sich verändert. Und drittens macht er nicht Grünen-Politik, sondern eigentlich klassische SPD-Politik. Nein, nicht klassische SPD-Politik. Ich habe nur gesagt, das, was die Grünen gefordert haben, haben wir in sehr ähnlicher Form auch gefordert. Und jetzt ist es aber so, dass wir an der Regierung sind, die Grünen aber nicht. Noch nicht. Genau, also wir werden aber wahrscheinlich regieren. Aber er hat und schon jetzt nur den einen Punkt. Somit also ist es einfach aus meiner Sicht falsch zu sagen, das ist die Politik der Grünen, sondern diese Investitionsnotwendigkeit, die haben wir ja immer gewollt. Wir haben ja gerade den Satz gehört, Kompromiss. das ist ja eine schöne Pointe, dass er auch noch sagt, irgendwie, dass es in weiten Teilen, deswegen müssten die Grünen ja zustimmen. Ja. Herr Trittin, bitte. Ich wollte nur mal sagen, ich will mich gar nicht über Copyright streiten, weil dass wir einen Investitionsbedarf im Bereich für Infrastruktur haben, ist seit mindestens 5 Jahren bekannt. So das haben Sozialdemokraten und Grüne immer so betont. Ja, das ist nicht neu. Und dass wir uns unabhängiger machen müssen von den Amerikanern, ist spätestens seit dem 6. November der Wahl von Trump völlig klar. Ist schon Darauf haben verschiedene, übrigens Sozialdemokraten wie Grüne, im Wahlkampf hingewiesen. Und das ist von der Union bestritten worden. Und deswegen finde ich es zwar rührend, lieber Karl Lauterbach, wie Sie sich jetzt hier vor Ihren künftigen Kanzler werfen. Das spricht dafür, dass geräuschloses Regieren angestrebt werde. Aber
es geht ein bisschen an den Tatsachen vorbei. Und wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, einfach zu sagen, ja, er hat seine Meinung geändert angesichts der Tatsachen. Das hat er ohne Zweifel. Das ist auch moralisch nicht ehrenwert, aber nicht ich bleibe trotzdem, ich bin hier in einer unbequemen Lage, Friedrich Merz zu verteidigen. Und Sie wollen weiter Gesundheitsminister bleiben? Nee, darauf hat er wahrscheinlich nicht den unbedingten Einfluss. Aber es geht einfach darum, Wortbruch ist etwas, das muss man sich genau überlegen. Erstmal bleiben wir bei der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird nicht abgeschafft. Wir haben ein Sondervermögen, was die Schuldenbremse zulässt. Herr Lauterbach, was machen wir denn jetzt hier? Das ist doch jetzt hier wirklich Wortklauberei. Herzlich willkommen, Frau Quattek, bei Schönreden TV, oder wo sind wir hier gerade? Karl Lauterbach ist das beste Beispiel dafür, warum man bestimmten Politikern nie wieder einen Posten geben darf. Egal wer gerade Kanzler ist, Lauterbach macht seine Aufwartung und erzählt genau das, was die Mächtigen hören wollen. Jetzt verteidigt er plötzlich Merz und die CDU, als wäre nichts gewesen. Dabei haben Merz und seine Truppen die Wähler belogen und auf schäbigste Art getäuscht. Und das wusste Merz natürlich von Anfang an. Aber wenn es um die Kanzlerschaft geht, ist die Ehrlichkeit wohl zweitrangig. Selbst Markus Land reicht es inzwischen. Sind wir bei Schönreden TV? Eine bessere Frage kann man gar nicht stellen. Vielleicht lobt Lauterbach ja bald Merz als besten Kanzler, so wie er es damals bei Scholz gemacht hat. Hauptsache, er bleibt irgendwie wichtig. An Lands Stelle hätte ich ihn längst rausgeschmissen. Was meint ihr? Ist Lauterbach noch tragbar oder einfach nur ein politischer Wendehals? Schreibt's in die Kommentare. Lasst ein Like da und vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal.